So, Abstimmungsresultate sind da und die SVP hat auf die Fresse bekommen. Es hat Demonstrationen zum Weltfrauentag gegeben, der Zivildienst wird anscheinend immer beliebter und künftig müssen alle Polizeimeldungen die Nationalität der Verdächtigen enthalten. Mit dem sage ich herzlich willkommen bei Bünzli Breaking, das Video, das diese Woche gesponsert wird. Und zwar von dem Gefühl, dass du etwas auf der Zunge hast. Leute, ihr wisst es ist Samstag am 12 Uhr mit eurem Lieblingsbünzli. Schaschka! Ist da gewesen? Oh, also, wenn ihr jeden Samstag kurz vor dem Mittag merkt, dass ihr eigentlich produktiv sein solltet, aber stattdessen mit YouTube-Videos prokrastiniert, lasst ein Abo da. Wir machen guten Prokrastinations-Content. Am Sonntag, 8. März 2026, stimmten die Schweizer Stimmberechtigten über 4 nationale Vorlagen ab. Die Beteiligung lag gemäß Bundeskanzlei bei rund 55–56%. Insgesamt folgte das Stimmvolk in allen 4 Vorlagen den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament. Die von der SVP, den Schweizer Gewerbeverband und den Jungfreisinnigen lancierte Initiative 200 Franken sind genug, wollte die Radio- und Fernsehgebühr von derzeit 335 Franken auf 200 Franken senken und Unternehmen von den Abgaben befreien. Das Stimmvolk lehnte die Vorlage mit 61,9 Nein-Stimmen deutlich ab. Damit scheiterte erneut ein Angriff auf die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks. Ähnlich klar wie die No-Billag-Initiative im Jahr 2018. Yes, sehr schön. Eine ähnliche Abfuhr wie damals No-Billag, aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren probiert man es dann einfach nochmal. Der parlamentarische Gegenvorschlag der Bargeldinitiative wurde mit 73,4% Ja-Stimmen klar angenommen. Er schreibt den Schweizer Franken als Währung fest und verpflichtet die Nationalbank zur Sicherstellung der Bargeldversorgung. Und inhaltlich blieb das Ganze ziemlich sinnfrei. Aber immerhin, auch da hat SVP verloren. Die Klimafondsinitiative erlitt eine deutliche Niederlage. 70,7% der Stimmberechtigten sagten Nein. Beobachter führen das Resultat unter anderem auf wirtschaftliche Sorgen vieler Haushalte sowie auf Skepsis gegenüber zusätzlichen Milliardenausgaben zurück. Ja, also offenbar wollen die Schweizer keine Unterstützung beim klimafreundlichen Hausbau. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Linke ihre Initiative manchmal schlechter erklären als irgend so ein Typ mit grünem Mira und Edelweisshemd. Angenommen wurde dagegen das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung mit 54,2% Ja-Stimmen. Damit wird die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren langfristig durch ein System ersetzt, bei dem jede Person individuell besteuert wird. Wunderbar. Die Schweiz hat ein Steuerproblem gelöst. Jetzt fehlen nur noch etwa 200 andere. Unter anderem... Also, die SVP verliert gerade zweimal und erklärt trotzdem zum Sieg. Die Linke verliert ihre Initiative und erklärt halt wie immer gar nichts. Und die Schweiz löst nebenbei ein Steuerproblem. Alles in allem, guten Sonntag. Am Vorabend des Internationalen Frauentags am 8. März fanden in Zürich und Lausanne große Demonstrationen statt. In Zürich zogen laut Schweizer Radio und Fernsehen rund 1000 Frauen durch die Innenstadt vom Paradeplatz zum Helvetiaplatz. Die Kundgebung war nicht bewilligt. Männer sollten laut Flyer solidarisch fernbleiben. Und es kam zu Sachbeschädigung. Vermummte Frauen bemalten Schaufenster und Tramstationen. Motto des Anlasses war feministisch und militant. Im westschweizerischen Lausanne beteiligten sich laut Keystone SDA über 3000 Personen, laut Polizei 1200 an einer Demonstration des Kollektivs Grève Feminist Wohl. Dort standen neben der Friedenspolitik vor allem Forderungen nach Mitteln für die Gesundheitsversorgung und Kindertagesstätten sowie nach wirksamer Prävention gegen sexistischer und sexueller Gewalt im Mittelpunkt. Die Kundgebungen knüpfen an den feministischen Streik von 2019 sowie den landesweiten Frauenstreik vom Juni 2023 an. Seither protestierten Frauen jedes Jahr um den 8. März für Lohn, Zeit und Respekt. Viele Teilnehmende begründen ihr Engagement mit fortbestehenden Ungleichheiten in der Schweiz.
Schwierig, was soll ich als weißer Heteroman dazu groß sagen? Ich werde einfach am Anliegen wie im Flyer gefordert, solidarisch fernbleiben. Ein Punkt ist mir aber trotzdem aufgefallen. Während Keystone SDA über 3000 Demonstrierende in Lausanne redet, lenkt die Stadtpolizei lediglich 1200. Solche Unterschiede bei Teilnehmerzahlen sind bei linken Demonstrationen nichts Neues. Wir haben auf dem Kanal schon öfter darüber berichtet, nach da und da oder dort, ich weiss nicht, wo der Gögi das anmacht. Und unabhängig von dem darf das Thema Gewaltprävention politisch noch länger auf der Agenda bleiben. Gerade da könnte es in den kommenden Jahren erneut Konflikt geben. Mit dem Entlastungspaket 27 plant der Bund Sparmaßnahmen, wo auch Programme im Präventionsbereich betreffen werden. Das Video dazu findet ihr hier. Der zivile Ersatzdienst für Wehrpflichtige erlebt in der Schweiz einen regelrechten Boom. 2025 wurden 7.211 Personen zum Zivildienst zugelassen. 6,1% mehr als 2024 und mehr als je zuvor. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2010 mit 6.826 Zulassungen. Mehr als ein Drittel der Anträge stammte von jungen Männern, die ihre Rekrutenschule bereits absolviert hatten. Insgesamt wurden 2025 fast 1,9 Millionen Diensttage geleistet. Über die Hälfte entfiel auf das Sozialwesen, 8,1% auf das Schulwesen, 14,8% auf das Gesundheitswesen und 9,6% auf Umwelt- und Naturschutz. Die Zahl der anerkannten Einsatzbetriebe sank zwar leicht, doch mit 15.770 Einsatzplätzen blieb der Zugang gewährleistet. Die hohe Zahl neuer Zivis hat mehrere Ursachen. In Interviews erzählen junge Männer, dass sie den Zivildienst als sinnvoller und besser planbar empfinden. Der 20-jährige Elia etwa wollte weder mit einer Waffe schießen, noch ins Militär und schätzte, dass er sein Leben mit Fadi-Hobby weiterführen könne. Jeremias, ebenfalls 20, entschied sich für den Zivildienst, weil er gerne in der Natur arbeite und etwas Praktisches leisten möchte. Beide nehmen bewusst in Kauf, rund 1,5 so viele Diensttage abzuleisten wie Armeedienstleistende. Die Abkehr von der Waffe wird durch Zahlen gestützt. Über 98% der Zivildienstpflichtigen erfüllten ihre Diensttage vollständig. 2024 wurden 4.623 von 4.705 Entlassenen ohne Restdiensttage entlassen. Diese hohe Erfüllungsquote sei vor allem dem Pflichtbewusstsein der Zivis zu verdanken. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich Verständnis, wenn man sich mal die Weltlage anschaut. Krieg in Europa, Krise rund ums Mittelmeer und jetzt auch noch der vom Trump angefangene Epstein-Krieg. Dann wirkt der Gedanke, selber mal mit einer Waffe irgendwo zu stehen, für viele junge Menschen vermutlich eher abschreckend als motivierend. Und dazu kommt ein zweiter Punkt. Viele sehen schlicht Probleme im eigenen Land. Fachkräftemangel, überlastete Pflege, Druck auf Schulen. Das sind Sachen, die man im Alltag tatsächlich erlebt. Und wenn junge Menschen dann sagen, ich leiste meinen Dienst lieber dort, wo es konkret etwas verbessern kann, im Sozialbereich, in der Natur, in der Pflege von mir aus, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen von fehlendem Verantwortungsgefühl. Im Gegenteil. Vielleicht zeigt der Boom beim Zivildienst einfach, dass eine Generation gerade ziemlich klar sagt, wenn wir schon dienen sollen, dann wenigstens dort, wo es wirklich etwas bringt. Die wachsende Beliebtheit des Zivildienstes alarmiert konservative Sicherheitspolitiker. Stefan Hohlenstein, Präsident des Verbandes militärischer Gesellschaften, spricht von einem Aderlass der Armee. Fast die Hälfte der Zivildienstleistenden habe den Militärdienst begonnen und sei erst danach gewechselt. Berechnungen zeigten laut ihm, dass der Effektivbestand der Armee bis Ende der 2020er Jahre von etwa 140.000 auf rund 120.000 Soldaten schrumpfen werde. Die Wehrpflicht sei gefährdet, weshalb die Armee Gefahr laufe, auszubluten. Der bürgerlich dominierte Nationalrat griff diese Sorgen auf. Im Juni 2025 beschloss er Maßnahmen, die den Wechsel in den Zivildienst unattraktiver machen sollten. Kernpunkte des Paketes sind längere Dienstzeit. Der Zivildienst müsste mindestens 150 Tage dauern. Der Faktor von 1,5 Zivildiensttage pro Militärdiensttag würde neu für Unteroffiziere und Offiziere gelten. Eine jährliche Einsatzpflicht. Wer Zivildienst leisten möchte, hätte eine jährliche Einsatzpflicht.
Einschränkungen beim Wechsel. Soldaten können nach Abschluss der militärischen Ausbildung nicht mehr in den Zivildienst wechseln. Eine frühere Einsatzfrist. Bewilligte Gesuche während der Rekrutenschule müssen den langen Einsatz spätestens bis Ende des folgenden Jahres absolvieren. Beschränkungen bei Studiengängen. Spezifische Einsätze für Human-, Zahn- oder Tiermedizinstudierende würden gestrichen. Befürworter argumentieren, dass die Armee sonst den erforderlichen Effektivbestand nicht mehr erreicht. FDP-Nationalrat Heinz Theiler warnte im Juni 2025, die Armee wird Ende des Jahrzehnts den erforderlichen Effektivbestand nicht mehr erreichen. Befürworter wie Jacqueline de Castro von der FDP betonen die veränderte Sicherheitslage in Europa. Sie verstehe zwar, dass man lieber im Spital arbeitet, als an der Front steht und sich abschießen lässt. Aber angesichts des Krieges in Europa müssten Leute hinstehen, damit man sich für den Worst Case vorbereiten kann. De Quattro plädiert dafür, die Gewissensprüfung wieder einzuführen. Die Abschaffung 2009 habe zu einer faktischen Wahlfreiheit geführt und den Anstieg der Zivildienstzahlen begünstigt. Opposition und linke Parteien widersprechen. Die SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf, Co-Präsidentin des Referendumskomitees gegen das neue Gesetz, hält den Begriff Aderlass für übertrieben. Die Schweiz habe rund 147.000 Armeeangehörige und etwas über 7.000 Zivildienstleistende. Wo ist da der Aderlass? Ihr Kollege Gerhard André von den Grünen bezeichnete die Verschärfungen als reine Abschreckungsstrategie und sah keine Bestandsprobleme. SP-Nationalrätin Linda de Ventura argumentierte, das System sei aus dem Gleichgewicht geraten, weil der Zivildienst gegen Armee und Zivilschutz ausgespielt werde. Der Zivildienstverband Civia warnt, die Maßnahmen würden die Zahl der Zulassungen von rund 7.000 auf 4.000 reduzieren und die Institution gefährden. Über 30 Organisationen, darunter die Jungen Grünen und die SP, ergriffen deshalb das Referendum, so dass im Juni 2026 eine Volksabstimmung über die Gesetzesänderung stattfinden wird. Übrigens, genau für solche Abstimmungen lohnt sich ein Abo. In der Abstimmungsphase sezieren wir die Vorlage hier jeweils noch ein bisschen gründlicher. Ein möglicher Ausweg aus dem ganzen Streit wäre übrigens der Service Citoyen gewesen. Ein Dienst für alle, militärisch oder zivil. Das hätte viel von diesen Problemen entschärft. Die Vorlage ist aber ziemlich deutlich abgeschossen worden. Und jetzt stehen wir wieder bei dieser alten Diskussion. Wir reden von einem Aderlass. Bei ein bisschen über 7.000 Zivis gegenüber rund 150.000 Armeeangehörigen. Okay, Boomer, wenn ein System zusammenbricht, weil 5% der Leute lieber im Altersheim arbeiten, als im Schussstand stehen, dann liegt das Problem vielleicht nicht bei der Jugend. Während sich die Abstimmung im Juni auf eine Verschärfung des bestehenden Systems konzentriert, zielte eine andere Vorlage auf eine grundlegende Reform, die Service Citoyen Initiative. Sie wollte, dass künftig alle Schweizerinnen und Schweizer einen Dienst für die Gesellschaft leisten, militärisch oder zivil. Einsätze wären etwa im Umwelt- und Naturschutz, im Sozialbereich oder im Katastrophenschutz möglich gewesen. Befürworter argumentieren, ein solcher Dienst für alle würde die Gleichberechtigung fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und gleichzeitig mehr Personal für Armee und Zivilschutz schaffen. Bundesrat und Parlament lehnten die Initiative jedoch ab. Sie befürchteten unter anderem zu hohe Kosten, zu viele Dienstpflichtige und Probleme für den Arbeitsmarkt. Die Bevölkerung folgte dieser Einschätzung deutlich. Bei der Abstimmung im November 2025 wurde die Initiative mit 84% Nein-Stimmen klar verworfen. Damit bleibt das heutige System mit Militärdienst, Zivilschutz und Zivildienst vorerst bestehen. Der Service Citoyen wäre eigentlich ein ziemlich radikaler Ansatz gewesen. Dienst für alle, militärisch oder zivil. Die Idee dahinter ist simpel. Wenn schon Dienstpflicht, dann vielleicht auch dort, wo die Gesellschaft tatsächlich Hilfe braucht. Die Bevölkerung hat das allerdings ziemlich klar anders gesehen. Was im Juni tatsächlich an die Urne kommt, schauen wir uns dann in einem Abstimmungsspecial genauer an. Die Reaktionen auf die Service Citoyen Initiative zeigen ein interessantes Paradox. Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen keine allgemeine Dienstpflicht für alle. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr junge Männer bewusst für den Zivildienst statt fürs Militär. Für das gibt es mehrere Gründe. Zum einen haben sich Wert- und Bedrohungswahrnehmung verändert. Die Generation, die heute in die Rekrutenschule einrückt, ist ohne direkten Krieg aufgewachsen.
Für viele wirkt der Dienst an der Waffe darum weniger selbstverständlich als für frühere Generationen. Ein paar sagen offen, sie möchten lieber einen Beitrag zu der Gesellschaft oder Umwelt leisten, als militärisch ausgebildet zu werden. Ein zweiter Punkt ist Praktikabilität. Der Zivildienst lässt sich oft besser planen. Einsätze können gebündelt werden und lassen sich eher mit Studium oder Beruf vereinbaren, während Militärdienst häufig über Jahre hinweg mit Wiederholungskurs organisiert ist. Und schließlich spielt auch der Sinn der Tätigkeit eine Rolle. Zivildienstleistende arbeiten häufig in Bereichen wie Pflege, Naturschutz oder Landwirtschaft. Viele empfinden die Arbeit als unmittelbar nützlich. Dazu kommt, dass der Wechsel in den Zivildienst seit der Abschaffung der Gewissensprüfung im Jahr 2009 deutlich einfacher geworden ist. Wer bereit ist, eine längere Dienstzeit zu leisten, kann relativ unkompliziert wechseln. Und die Zahlen zeigen, der Zivildienst funktioniert. Über 98% der Zivis leisten ihre Diensttage vollständig. Ja, der Zivildienst boomt und genau das bringt unser Schweizer Milizsystem gerade ins Wanken. Für die einen ist das ein Problem. Wenn immer mehr Wehrpflichtige wechseln können, könnte der Armee langfristiges Personal fehlen. Für andere zeigt der Trend etwas ganz anderes. Viele junge Menschen sind durchaus bereit, ihren Dienst zu leisten. Nur halt dort, wo sie ihn als sinnvoll empfinden. Und dahinter steckt auch eine unbequeme Frage. Kann man von einer Generation erwarten, für ein Land zu kämpfen, wenn das Land gleichzeitig bei Schulensport, Pflegepersonal fehlt, Jugendzentren schliessen und Förderprogramme gestrichen werden? Viele junge Menschen scheinen auf das eine eigene Antwort gefunden zu haben. Sie leisten ihren Dienst. Nur eben nicht unbedingt mit dem Sturmgewehr. Anfang März 2026 sorgte ein Entscheid des Ständerates für Schlagzeilen. Mit 26:16 Stimmen gab die Kleine Kammer einem Vorstoß von SVP-Nationalrat Benjamin Fischer statt. Er verlangt, dass Polizei- und Strafverfolgungsbehörden bei öffentlichen Mitteilungen künftig das Alter, das Geschlecht und die Staatsangehörigkeit von TäterInnen, Tatverdächtigen und Opfern nennen müssen. Der Nationalrat hatte den Vorstoß bereits 2025 mit 100:84 Stimmen angenommen. Nun kann die zuständige Kommission den Gesetzesvorschlag ausarbeiten. Fischer und seine Fraktion begründeten die Pflicht mit öffentlichem Interesse. Wenn Herkunftsangaben fehlen, entstünden Spekulationen, erklärte Pirmin Schwander von der SVP im Ständerat. Wenn nicht kommuniziert wird, schürt das Mutmaßungen. Kritiker wie der SP-Ständerat Daniel Josic konterten, die Nennung könne für die Öffentlichkeit interessant sein, müsse es aber nicht. Eine knappe Mehrheit der Rechtskommission hatte dem Plenum im Vorfeld ein Nein empfohlen und auf kantonale Hoheit verwiesen. Viele Kantone regeln ihre Kommunikationspraxis bereits selbst. Also schafft die SVP da ausnahmsweise mal gegen den Föderalismus? Obwohl sie ihn doch sonst gern vor sich hinträgt, wie so eine heilige Kuh. Aber offenbar gilt für die SVP beim Föderalismus das Gleiche wie bei der Verfassung. Unantastbar! Ausser es steht der eigenen Ausländerpolitik im Weg. Den wird auch die heilige Kuh kurzerhand einfach zu Hackfleisch verarbeitet. Die Forderung nach einheitlicher Nationalitätennennung hat in der Schweiz eine längere Vorgeschichte. In Zürich stellte der linke Polizeivorstand 2017 die bisherige Praxis ein, automatisch die Herkunft von Tatverdächtigen zu nennen. Während zuvor Medienschaffende und SVP-Politiker einen Maulkorb witterten, zeigte sich in der Folge, dass das Interesse begrenzt war. 2018 fragten 401 Personen bei der Polizei nach der Nationalität eines Verdächtigen, 2019 nur noch 116, 2020 lediglich 68. Dennoch lancierte die SVP 2018 eine kantonale Volksinitiative, um die automatische Nennung wieder vorzuschreiben. 2021 stimmte die Zürcher Bevölkerung einer entsprechenden Gesetzesänderung zu. Die Umsetzung verzögerte sich bis 2024, als eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft die nationale Herkunft bei städtischen Polizeimeldungen wieder obligatorisch machten. Weitere Kantone lehnten ähnliche Vorstöße ab. Bern und Zug etwa stellten sich gegen die Verpflichtung. Im Kanton St. Gallen hingegen verlangt das Polizeigesetz seit Jahren die Nennung der Staatsangehörigkeit. Ein Sprecher der Polizeikommandanten betonte, die meisten Korps würden die Nationalität ohnehin angeben, gestützt auf Empfehlungen von 2010. 86 Leute, das tut natürlich nach einem überwältigenden öffentlichen Interesse. Zum Glück ist die SVP da sofort vorne dabei und setzt sich entschlossen dafür ein. Wobei,
Die meisten Polizeikorps nennen die Nationalität ja ohnehin schon. Ich schmecke da wieder ungefähr die gleiche politische Relevanz wie bei einer Bargeldinitiative. Aber so funktioniert das Geschäftsmodell von der wohl peinlichsten Oppositionspartei in der Schweiz. Einfach alles mit belangloser Symbolpolitik voll, damit man am Schluss behaupten kann, man hätte irgendetwas erreicht. Der Entscheid des Parlaments fiel in eine Zeit, in der auch Medienschaffende ihre Praxis anpassen. Nachdem das Schweizer Radio und Fernsehen 2024 bei einer Geiselnahme in Yverdon die Nationalität des Täters in ersten Meldungen nicht genannt hatte, kritisierte die Ombudsstelle dies. Die Nennung sei für das Verständnis des Vorfalls relevant. SRF änderte Anfang 2026 seine publizistischen Leitlinien. Künftig sollen in Newsbeiträgen Nationalität und Herkunft konsequent angegeben werden. Bisher sah der Kodex vor, Nationalitäten nur zu nennen, wenn sie für das Verständnis wichtig sind und eine frühe Nennung keine Vorurteile schürt. Diese Debatte ist nicht auf die Schweiz beschränkt. In England entschieden Polizei und Medien 2025 bei hochkarätigen Fällen die Ethnie und Nationalität von Verdächtigen zu nennen. Eine Koalition von 50 Organisationen, darunter Amnesty International und der Muslim Council of Britain, forderte im November 2025 die Abschaffung dieser Praxis, weil er zu mehr Vorurteilen führe. Laut der Runnymede Trust wurde der Begriff Asylbewerber in britischen Medien nach der Regeländerung 5-mal häufiger mit schweren Straftaten in Verbindung gebracht. Die Initiativen, die eigentlich Falschmeldungen entkräften sollen, hätten stattdessen den Eindruck verstärkt, Migration und Kriminalität seien eng verbunden. Übrigens, in den britischen Daten sind die Menschen nur häufiger als Verdächtige erwähnt. Nicht, weil es plötzlich mehr Straftaten gegeben hat, sondern weil ihre Herkunft jetzt öfters in Polizeimeldungen auftaucht ist. Aber genau diese Unterscheidung interessiert Rechtspopulisten traditionell eher wenig. Verdächtige, Täter, Anklagte, Hauptsache der Pass stimmt für die Schlagzeilen. Und da kommt meine kleine Bünzli-Damus-Prophezeiung. Seriöse Medien werden weiterhin oft auf die Nennung verzichten, weil sie in den meisten Fällen schlicht irrelevant ist. Ausländerfeindliche Hetzblätter hingegen werden künftig systematisch Polizeimeldungen nach Nationalitäten durchsuchen und genau die Fälle rauspicken, die in ihre eigenen Narrativ passen. Und was passiert denn? Plötzlich entsteht ein subjektiver Anstieg von Ausländerkriminalität. Nicht weil mehr passiert, sondern weil man selektiv darüber berichtet. Und genauso wird aus Statistik Propaganda und aus einzelnen Straftaten eine permanente Rechtfertigung für kollektive Hetze. Die SVP argumentiert, die Nennung der Nationalität sei nötig, um sogenannte Ausländerkriminalität offenzulegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik relativiert dieses Bild jedoch deutlich. 2023 wurden in der Schweiz rund 90.000 Personen als Beschuldigte erfasst. Davon haben etwa 56% einen ausländischen Pass. Auf den ersten Blick wirkt das hoch. Allerdings umfasst diese Zahl auch Touristen, Durchreisende, Grenzgänger oder Personen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Werden diese Gruppen herausgerechnet, sinkt der Anteil ausländiger Beschuldigter deutlich. Auch die sogenannten Belastungszahlen zeigen ein differenziertes Bild. 98,8% der ausländischen Wohnbevölkerung wurden 2023 nicht einer Straftat beschuldigt. Selbst bei der Asylbevölkerung traf es auf über 95% der Menschen zu. Und trotz der politischen Debatte wird ein Punkt in solchen Diskussionen oft übersehen. Die absolut höchste Zahl an Beschuldigten stellen weiterhin Schweizer Staatsangehörige selbst, etwa bei Körperverletzungen, Ladendiebstahl oder Sexualdelikten. Hinzu kommt, ein großer Teil der registrierten Straftaten betrifft Vermögensdelikte wie Diebstahl oder Betrug. Diese steigen besonders stark mit Mobilität und Bevölkerungswachstum, Faktoren, die wenig mit Herkunft oder Asylpolitik zu tun haben. Und wir reden hier immer noch von Beschuldigten, nicht von verurteilten Tätern. In der Statistik werden Schweizer und Ausländer ungefähr gleich häufig beschuldigt. Zieht man aber alle Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz raus, also Touristen, Durchreisende, Grenzgänger, dann bleiben am Schluss nur noch etwa halb so viele ausländische Beschuldigte wie Schweizer. Und spätestens bei den Verurteilungen wird die Statistik halt einfach extrem schwammig. Bei Schweizer Beschuldigten endet nur etwa ein Viertel der Fälle mit einer Verurteilung, bei Ausländern liegt die Quote deutlich höher. Das liegt aber nicht zwingend daran, dass sie krimineller wären, sondern daran, dass sie in der Schweiz schlicht mehr Gesetze brechen können.
Ein Schweizer kann zum Beispiel gar nicht illegal in die Schweiz einreisen. Ein Ausländer schon. Und dann steht er in der Kriminalstatistik. Dazu kommt, viele Delikte von Ausländern sind einfache, schnell abgehandelte Fälle. Ein Sandwich klaut, Ladendiebstahl oder ein Bagatelldelikt. Fertig, Urteil, Statistik. Die juristische Aufarbeitung von einer jahrelangen Nachbarschaftsfehde in Goldwil dagegen ist ein bisschen komplizierter. KriminologInnen warnen allerdings schon lange, dass die polizeiliche Kriminalstatistik nicht einfach die Realität abbildet. Wie jede Anzeigestatistik enthält sie Verzerrungen. Ein Beispiel sind Straftaten gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. 2023 wurden über 26.000 Personen wegen illegaler Einreise, Schwarzarbeit oder Verstoß gegen Meldepflichten angezeigt. Solche Delikte können jedoch nur von AusländerInnen begangen werden. Schweizer tauchen in dieser Kategorie schlicht nicht auf. Ein weiterer Faktor ist die sogenannte Anzeigerate. Rund 90% der Fälle in der Statistik entstehen durch Anzeigen von Privatpersonen. Studien zeigen dabei ein klares Muster. Menschen zeigen Straftaten eher an, wenn sie den Täter als fremd wahrnehmen. Auch Polizeikontrollen sind nicht vollkommen neutral. Personen, die sichtbar von der Mehrheitsbevölkerung abweichen, werden häufiger kontrolliert. Ein Phänomen, das unter dem Begriff Racial Profiling diskutiert wird. Dadurch erscheinen bestimmte Gruppen in der Statistik häufiger, selbst wenn sie nicht häufiger Straftaten begehen. Der ehemalige Zürcher Polizeikommandant Markus Mohler hält deshalb wenig davon, Nationalitäten in frühen Polizeimeldungen hervorzuheben. Ein einzelner Verdacht sage statistisch kaum etwas aus und könne leicht zu falschen Schlussfolgerungen führen. Da habe ich im vorherigen Kommentar wohl ein bisschen vorgegriffen, aber ja, genau so ist es. Die Statistiker sind ein ziemlicher Brainfuck, wenn man wirklich super verstehen will, was sie aussagen. Auf den ersten Blick steht da, Ausländerkriminalität ist ein Problem. Und gleichzeitig sagen praktisch alle Kriminologen, die Daten sind zu verzerrt, zu unvollständig, um daraus ein klares Urteil über eine Herkunft abzuleiten. Aber genau der erste Eindruck reicht natürlich völlig aus, um politisch Stimmung zu machen. Wenn man aus dem statistischen Dumpsterfire mal kurz rauszoomt, dann zeigt die Forschung noch etwas ganz anderes. Einer der stärksten Treiber für Kriminalität ist Armut. Das wäre allerdings ein deutlich kompliziertes Problem und vor allem eins, das sich nicht mit einer einzigen Schlagzeile lösen lässt. Der Schweizer Presserat verpflichtet JournalistInnen im Einzelfall abzuwägen, ob die Nennung der Herkunft sinnvoll ist. Laut Richtlinie 8.2 soll zwischen Informationswert und Gefahr einer Diskriminierung abgewogen werden. Die Nennung könne diskriminierend wirken, wenn sie negative Werturteile verallgemeinert und Vorurteile gegenüber Minderheiten verstärkt. Der Zürcher Polizeisprecher Matthias Nink warnte 2021, dass viele Redaktionen die Herkunft der Verdächtigen ungeprüft aus Polizeimeldungen übernehmen. Die Polizei verzichtet deswegen seit 2018 auf die Nennung. Zwar hat sich dadurch die Berichterstattung verändert, doch in Kommentarspalten wird weiter spekuliert. Kriminologische Forschung bestätigt, dass regelmäßige Herkunftsnennungen Vorurteile verstärken. Das britische Beispiel zeigt, dass eine auf Transparenz zielende Politik die Bezeichnung Asylbewerber im Kontext schwerer Kriminalität vervielfachen kann. Die Runnymede Trust warnt, die Nationalitätennennung erwecke einen gefährlichen und falschen Eindruck, dass Migration die Kriminalität erhöhe, obwohl es keine belastbare Evidenz für diese Kausalität gebe. Ja, wenn es das Risiko nicht gäbe, dass gewisse Hitzblätter einfach Polizeimeldungen nach Nationalität filtern, wäre mehr Transparenz eigentlich gar keine schlechte Idee. Problem ist nur, genau das wird passieren. Einzelne Fälle werden rausgepickt, gross aufgemacht und plötzlich entsteht der Eindruck, Migration führt automatisch zu mehr Kriminalität, obwohl die Forschung dafür bis heute keine belastbare Evidenz findet. Aber seit wann interessieren sich Ausländerfeinde für Evidenz? Oder Medienkompetenz. Das zentrale Argument der Befürworter lautet, Nationalitätennennung verhindere Spekulation. Tatsächlich zeigt das Zürcher Beispiel, dass bei fehlenden Angaben in sozialen Medien Spekulationen blühen.
Ob aber eine gesetzliche Pflicht Abhilfe schafft, ist unklar. Spekulationen über Migrationshintergründe entstehen oft unabhängig von offiziellen Mitteilungen. Sie speisen sich aus Vorurteilen, nicht aus Fakten. Die Statistiken belegen zudem, dass sich Kriminalität nicht auf Nationalität reduzieren lässt. Die überwiegende Mehrheit der ausländischen Bevölkerung lebt gesetzestreu. Viele Deliktbereiche, wie etwa schwere Gewalt und sexuelle Nötigung, weisen bei Schweizerinnen und Schweizern absolut höhere Täterzahlen auf. Hohe Beschuldigungszahlen einzelner Herkunftsgruppen spiegeln häufig demografische Faktoren, jung, männlich, sozioökonomische Benachteiligungen oder spezifische Aufenthaltstitel wie Kurzaufenthalt und Asyl wider. Zudem sind in den kantonalen Daten große Schwankungen zu erkennen. In Zürich stellen Deutsche, Italiener und Rumänen, alles EU-BürgerInnen, die größten ausländischen Tätergruppen. Gruppen, die im öffentlichen Diskurs kaum als kriminelle Stereotype auftauchen. Mit der Pflicht, Nationalitäten in Polizeimeldungen zu nennen, erfüllt das Parlament vor allem ein politisches Versprechen der SVP. Ob sie die Sicherheitslage verbessert, ist fraglich. Sie schafft keine neuen Ermittlungsinstrumente, behebt keine strukturellen Probleme der PKS und berücksichtigt nicht die zahlreichen wissenschaftlichen Hinweise auf Verzerrungen und Vorurteile. Vielmehr riskieren Behörden und Medien, Einzelfälle zu generalisieren und Ressentiments zu verstärken. Ja, so. Da bin ich wohl einfach nicht rassistisch genug, um die Logik dahinter sofort zu verstehen. Bei der SVP geht es ja selten wirklich um Ausländerkriminalität, sondern um ganz bestimmte Ausländer. Und so spricht der Bünzli Damus aus dem Appenzell Megahoden. Wenn ein Fremder kaukasischen Hauttons eine Untat begeht, so möge er schlicht Ausländer genannt werden. Doch wenn ein Verdächtiger Pigment stärkerer Herkunft sei, so soll sein Land, seine Region und sein Stammbaum ausführlich benannt werden. Weil wahrlich, ich sage euch, bei dieser Debatte geht es nicht um Statistik, sondern darum, welches Bild man im Kopf vom Leser erzeugen will. Am Schluss dieser Debatte bleibt vor allem eins übrig: ein politischer Reflex. Die Pflicht zu der Nennung der Nationalität löst kein einziges strukturelles Problem in der Kriminalitätsbekämpfung. Sie schafft kein neues Ermittlungsinstrument, sie verbessert keine Statistik, sie reduziert keine Straftaten. Was sie aber sehr zuverlässig produziert, sind Schlagzeilen. Schlagzeilen, die sich gut empören lassen. Schlagzeilen, die sich gut politisch ausschlachten lassen. Und Schlagzeilen, mit denen man die alte Narrative über Ausländerkriminalität immer wieder neu aufwärmen kann. Während Kriminologen über Verzerrungen in der Statistik reden, während Forschende auf Armut und soziale Faktoren hinweisen und während Polizeiarbeit in der Realität aus komplizierter Ermittlungsarbeit besteht, beschließt das Parlament Regeln, die vor allem eins verändern: Wortwahl in Polizeimeldungen. Das mag für politische Kampagnen nützlich sein. Für die Sicherheit in dem Land ist es aber etwa so relevant wie Bargeldinitiativen. Oder anders gesagt, die Schweiz hat kein Problem mit Ausländerkriminalität. Die Schweiz hat ein Problem mit Politikern, die aus Statistik lieber Stimmung machen als Lösungen. Ja. An dem liegt's. Schau mal. Nein, gut. Schade. Mikrofonpegel. Das Zeug ist Segregation nachher. So. Was? Such der Kollege mit besseren Namen. Wie hat das geheißen? Da muss ich jetzt nicht einfach so durchschlurzen. Ah, fuck. Ich habe die falsche Farbe gesetzt. Da ist ja Fazit. Oh nein, da wird jetzt garantiert übers Intro lecker.